Ja, wir haben den Hackathon gegen Antisemitismus gewonnen, einen Preis, der unter anderem von Felix Klein verliehen wurde. Und das hätten wir ohne die Universität Bonn nicht geschafft, weil uns der Standort einfach ermöglicht, schon als Nachwuchswissenschaftler interdisziplinäre Projekte anzustoßen und eigenständig umzusetzen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, es ging darum, dass man eine technische Lösung für etwas findet, was beim Kampf gegen Antisemitismus hilft. Wir wollten aber wirklich in medias res gehen und eine Technologie weiterentwickeln und in die Anwendung bringen, in die Geisteswissenschaften reinbringen, insbesondere in die Antisemitismusforschung, Versöhnungsforschung, Restitutionsforschung. Unser Projekt hat den Titel Der sprechende Aktenschrank und die Idee ist, dass man digitalisierte Quellen und Akten im wahrsten Sinne des Wortes zum Sprechen bringen kann. Genau, das heißt, man kann Aktenbestand fragen und die Antwort, die normalerweise eine monatelange Recherche erfordern würde, diese Antwort kommt dann innerhalb von Sekunden. Normalerweise dauert die Forschung eben sehr lange, weil es eben auch sehr viele Quellen gibt, die ausgewertet werden müssen. Und unser System erleichtert das, weil am Ende, so ist jedenfalls das Ziel, man den Aktenschrank, also digitalisierte Akten, einfach fragen kann und der Aktenschrank antwortet einem, fast so wie im Märchen. Genau, also die Idee ist Aktenschrank an der Wand, wie antisemitisch ist dein Aktenbestand? Und das Ding antwortet, jawohl, hier ist eine Akte, hier wurde beispielsweise hier das arisiert, das wurde Eigentum weggenommen und es gab einen Restitutionsprozess mit den Anwälten zu dem Zeitpunkt. Normalerweise würde es Monate dauern, genau diese Information rauszuziehen und das geht jetzt innerhalb von Sekunden oder nur Minuten. Und es handelt sich eben um eine Kooperation des Bonner Zentrums für Versöhnungsforschung, dem Bonn Center for Digital Humanities und dem Cluster für Sklaverei- und Abhängigkeitsforschung. Also wir bekommen die Möglichkeit, vollkommen frei miteinander zu arbeiten, als Nachwuchswissenschaftler, kreativ. Geduld muss man, glaube ich, auch haben, damit man einander versteht und dafür eben die Räume zu bekommen und diesen exzellenten interdisziplinären und auch transdisziplinären Zugang der Universität Bonn hier zu nutzen. Also, wir sind ein sehr unterschiedliches Team. Alexander ist der Softwareingenieur, Physiker und ich bin eigentlich eine klassisch hermeneutisch arbeitende Wissenschaftlerin an der Schnittstelle von Soziologie und Geschichte. Und wir können nur deshalb so gut zusammenarbeiten, weil wir uns, glaube ich, vertrauen und kreativ sind. Ja, und ziemlich auch gut verstehen und auch miteinander reden können. Es geht hier darum, dass wir quasi einen Transfer machen von einer Hochtechnologie in ein klassisches geisteswissenschaftliches Gebiet hinein. Und das funktioniert nur, indem man direkt kooperiert und kommuniziert, indem man einerseits kritisch damit umgeht, aber auch nicht von vornherein alles so hyperkritisch betrachtet, dass man gar nicht sich damit erst beschäftigt. Nö, Angst hat in der Wissenschaft nichts verloren und wir versuchen, einfach ein gutes Team zu sein. Genau.